Tag zusammen, Superhero September ist im vollen Gange. Heute habe ich The Adventures of Batman und Robin für Super Nintendo für euch. Was das Ganze taugt, seht ihr gleich. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, verrate ich euch noch, welches Rätsel aus diesem Spiel sich seit 25 Jahren in meinen Schädel gebrannt hat. Also, nicht verpassen! The Adventures of Batman und Robin für Super Nintendo basiert selbstverständlich auf der großartigen Zeichentrickserie, die hier in Deutschland von Pro7, ich glaube Mitte der 90er ausgestrahlt wurde. Ja, Adventures of Batman und Robin, das heißt, ich kann mir wahrscheinlich aussuchen, mit wem ich das Abenteuer bestreiten will. Leider nicht! Wir können nur mit Batman spielen, das hat aber einen Grund, den wollte ich euch ganz kurz vorweg noch erklären. Und zwar ist es so, dass während der Entwicklung des Spiels, als sie angefangen haben, damals bei Konami das Spiel zu entwickeln quasi, hieß die Show noch Batman The Animated Series und das war auch der Plan. Jetzt haben die dummerweise zwischen, ich glaube, Staffel 3 und 4 die Show umbenannt in Adventures of Batman und Robin. Und Robin, der vorher eigentlich nur ein Zeitcharakter war und nicht in jeder Folge dabei war plötzlich fester Bestandteil der Show. Was sollte Konami tun? Die konnten nicht nochmal von vorne anfangen, also ist es bei einem Singleplayer-Spiel geblieben. Die haben nur den Namen hinterher angepasst, um es zur Show zu veröffentlichen, aber wir können nur mit Batman spielen. Robin ist in ein paar Leveln als NPC trotzdem quasi Teil des Spiels, aber halt leider nicht spielbar. Ein Problem, das die Mega Drive-Version zum Beispiel nicht hat. Da kann man Batman und Robin spielen und sogar Koop. Das ist allerdings auch ein ganz anderes Spiel und da reden wir jetzt auch gar nicht weiter drüber. Aber genug geschnackt. Batman und Robin, Adventures of Batman und Robin. Worum geht's denn überhaupt? Das erkläre ich euch jetzt. Aufgebaut sind die 8 großen und sehr unterschiedlich aufgebauten Levels wie einzelne Episoden der hervorragenden Zeichentrickserie und basieren teilweise sogar lose auf einzelnen Episoden der Show. In jeder Episode steht uns ein bekannter Bösewicht wie der Joker, Two-Face, Pinguin oder Catwoman gegenüber. Zwar verfolgen diese jeweils ihre eigenen Pläne, am Schluss verbünden sich die Schurken jedoch, um unseren maskierten Helden mit geballter Macht entgegenzutreten. Das beeindruckt den guten Bruce Wayne natürlich wenig, er streift sich sein Cape über und sorgt für Recht und Ordnung. Die Grafik und vor allem der Sound orientieren sich sehr stark an der Show und fangen das Flair und die Atmosphäre hervorragend ein. Die Pixelkunst hier kann sich wirklich sehen lassen. Auch über 20 Jahre später sieht Batman und seine Schurkengalerie noch genauso aus wie im TV-Vorbild. Die Animationen sind herausragend und die Soundeffekte klingen satt und passend, wenn man den Bösewichten auf die Mütze haut. Besonders hervorheben möchte ich aber die Musik, denn diese stammt zum größten Teil direkt aus der Serie und ist einfach exzellent. Anfang jedes Levels erwartet uns aus dem Batmobil ein Gespräch mit dem guten alten Alfred, der natürlich unsere Bathöhle sauber hält und uns mit wichtigen Informationen versorgt. Alfred sagt uns, welcher sinistre Sausack soeben seinen Schabernack trieb und wo wir diesen finden können. Schon machen wir uns auf den Weg, um ein paar Batschellen zu verteilen. So, jetzt wissen wir also, worum es geht, aber was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was sollen wir tun? Wo führt der Weg hin? Das erfahrt ihr jetzt. Vergnügungsparks, Wälder, die Dächer von Gotham, ein Museum und viele weitere Schauplätze dienen uns hier als Spielwiese. Die Aufgaben in den Levels unterscheiden sich teilweise sehr stark. So müssen wir einmal ein paar Geiseln befreien, ein anderes Mal einige von Riddlers Rätseln lösen und uns dabei durch ein Labyrinth bewegen oder mit dem Batmobil eine heiße Verfolgungsjagd mit knackigem Zeitlimit durchführen. Gameplay-technisch ist The Adventures of Batman und Robin als Mix aus Plattformer und Beat'em-up zu betrachten. Bats hat natürlich ein Arsenal an Gadgets dabei. The Batarang, Grappling Hook, Bat-Granaten, Bat-Gasmaske, Bat-Infrarotbrille, Bat-K.O.-Spray und Bat-Wurfsterne stehen uns zur Verfügung. Wir verlassen uns aber hauptsächlich auf unsere Fäuste und Nahkampf-Skills, um den zugegebenermaßen nicht besonders abwechslungsreichen Gegnern das Handwerk zu legen. Eine etwas größere Palette an Schlagkombinationen hätte nicht geschadet, aber die gute alte Jab-Jab-Hook-Kombo erfüllt ihren Zweck natürlich trotzdem. Die Plattforming-Passagen sind dank Grappling Hook, der Möglichkeit sich an Vorsprüngen hochzuziehen und dem allseits beliebten Wall-Jump ebenfalls sehr gut zu meistern. Überhaupt hatte ich bei meinem Durchgang nur an 2 Stellen das Gefühl, dass das Game Design etwas unrund ist. In beiden Situationen musste ich mit dem Grappling Hook eine größere Distanz überbrücken und so mehrfach grappeln. Das hat mich ein paar Leben gekostet, kann aber auch an meiner eigenen Unfähigkeit gelegen haben. Vielleicht war ich einfach zu ungeduldig.
Alles klar, ihr habt es ja gesehen. Adventures of Batman und Robin sieht super aus, spielt sich super, hört sich super an. Die Musik ist richtig geil, Leute. Und wenn ihr die Show aus den 90er Jahren mochtet, dann ist das Spiel hier genau das Richtige für euch. Meiner Meinung nach darf Adventures of Batman und Robin in keiner Super Nintendo Sammlung fehlen. Und ich hab's nicht. Kurz zu meiner Geschichte mit Adventures of Batman und Robin. Ich war damals, ich glaube, 13, 14 Jahre alt oder so, war ich mit meiner Oma in Mönchengladbach in der Innenstadt unterwegs und da gab es einen Laden. Das war eigentlich nur ein Laden, wo man Kameras kaufen konnte. Also es war jetzt kein Elektronik-Fachmarkt oder so. Und die hatten im Schaufenster ein paar Super Nintendo-Spiele. Eins davon war Adventures of Batman und Robin. Ich sag zu meiner Oma, Oma, kann ich das Spiel haben? Ich habe nicht damit gerechnet, was dann passiert ist. Dann sagt die, Jung, du warst die letzten Wochen echt brav, hast keinen Scheiß gebaut. Ich habe damals ein bisschen Scheiß gebaut zwischendurch. Dann ist die da rein mit mir und hat mir für 130 Buck, das war noch D-Mark damals, ja, ich bin alt, Adventures of Batman und Robin für Super Nintendo gekauft. Werde ich bis heute nicht vergessen und auch wahrscheinlich in Zukunft nicht. Hab's aber dummerweise, wie viele andere wahrscheinlich auch, irgendwann mit meiner Konsole abgegeben, um mir, ich glaube damals war es tatsächlich schon die PlayStation 1 zu kaufen. Grober Fehler, bereue ich zutiefst, kann ich aber nichts dran ändern. Jetzt fehlt mir Adventures of Batman und Robin noch in meiner Serie, in meiner Sammlung, aber irgendwann wird es wieder dabei sein. Mega Drive-Version habe ich, die Super Nintendo-Version nicht. Aber genug geschnackt. Batman und Robin, Adventures of Batman und Robin ist unfassbar gut. Spielt das Ganze und wenn ihr das durchspielen wollt, ist hier jetzt der Tipp, denn der Riddler hat 3 Rätsel für euch in seinem Labyrinth-Level und eins davon, ich will euch die Frage jetzt nicht verraten, obwohl ist eigentlich egal. Also ich habe das damals auf Englisch gespielt, ich habe es auch jetzt wieder auf Englisch gespielt. Ich glaube, es gibt gar keine deutsche Sprachausgabe. Der Riddler hat ein Rätsel, in dem er quasi das menschliche Gehirn beschreibt mit Metaphoren und all so ein Kram. Und ich damals als 14-Jähriger saß da vor diesem Spiel auf Englisch, das ich gerade in der Schule 4 Jahre lang hatte und noch nicht so richtig gut beherrscht habe. Hatte keine Ahnung, was die Lösung für dieses verfluchte Rätsel war. Du hast 2 Buchstaben, um das zu lösen. Die Lösung ist HB für Human Brain. Da sollst du als 14-jähriger Deutscher, der Englisch nicht als native Sprache beherrscht, erstmal drauf kommen. Ne? Also was habe ich damals gemacht? Ich habe mir einen DIN A4-Zettel genommen und habe sämtliche 2-Buchstaben-Kombinationen aufgeschrieben und 3,5 Stunden lang diese Scheiße durchprobiert, bis ich irgendwann bei HB angekommen bin. Denn ansonsten hätte ich das Spiel niemals beendet. Habe ich damals aber geschafft. Hier die Info für euch, damit ihr euch das nicht antun müsst. Mir ist klar, dass wenn ihr heute da nicht weiterkommen würdet, ihr wahrscheinlich einfach auf GameFAQs gucken würdet. Würde ich genauso tun. Aber ich wollte es euch trotzdem mit auf den Weg geben. Genug geschnackt. Super Hero September geht nächste Woche weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, klickt auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich bin Retro Joe, ihr seid super und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.